Lektion 1, Guten Morgen. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Guten Morgen. Ja, das habe ich. Und du? Ich habe großartig geschlafen, danke. Das Wetter heute Morgen ist perfekt. Das ist es wirklich. Ich denke darüber nach, später spazieren zu gehen. Das hört sich gut an. Vielleicht komme ich zu Ihnen, wenn ich meine Arbeit pünktlich beende. Du solltest. Frische Luft und Sonnenschein sind der beste Start in den Tag. Vereinbart. Haben Sie Pläne für den Rest des Tages? Nur ein paar Besorgungen und vielleicht ein bisschen lesen. Und du? Ebenfalls. Machen wir es zu einem produktiven und erholsamen Tag. Lektion 2, Helens Geschichte. In manchen Kulturen tragen Kinder eine Bettlerschale und bitten Fremde um Geld. Da Helens Eltern nicht arm waren, musste sie keines dieser Dinge tun. Das ist interessant. Wie hat Ihre Erziehung Ihr Leben geprägt? Sie hatte Zugang zu Bildung und Möglichkeiten, die viele andere nicht hatten. Es ist eine Erinnerung daran, wie sich Privilegien auf die Zukunft eines Menschen auswirken können. Stimmt, aber es ist auch inspirierend zu sehen, wie sie ihre Vorteile nutzte, um anderen zu helfen. Hat sie jemals darüber gesprochen, ihrer Gemeinschaft etwas zurückzugeben? Ja, sie engagierte sich sehr für wohltätige Zwecke und Bildungsprogramme. Das ist erstaunlich. Ihre Geschichte ist ein großartiges Beispiel dafür, wie man Privilegien zum Guten nutzt. Lektion 3, Lebensmitteleinkauf. Der Milchgang befindet sich auf der linken Seite neben der Bäckerei. Danke. Ich muss mir etwas Milch und Käse holen. Brauchen wir noch etwas? Schauen wir uns die Liste an. Wir brauchen vielleicht auch Butter und Joghurt. Habe es. Was ist mit Brot? Sollen wir ein frisches Brot vom Bäcker abholen? Ja, das ist eine gute Idee. Lasst uns auch ein paar Eier holen, während wir hier sind. Klingt nach einem Plan. Möchten Sie sich aufteilen, um Zeit zu sparen? Sicher. Ich besorge die Milchprodukte und Sie kümmern sich um die Bäckerei. Perfekt. Wir treffen uns in 10 Minuten an der Kasse. Handeln. Dadurch wird unser Einkaufsbummel deutlich schneller. Lektion 4, Campusprobleme. Vertuschungen von Vergewaltigungen auf dem Campus und Sexismus im Klassenzimmer sind ernste Probleme. Ja, aber beim Gedanken an eine Konfrontation schweigen viele Menschen. Das nervt. Warum passiert das Ihrer Meinung nach? Vielleicht Angst vor Gegenreaktionen oder davor, nicht ernst genommen zu werden. Wir müssen ein sichereres Umfeld schaffen, in dem sich die Menschen zu Wort melden können. Absolut. Bildungs- und Unterstützungssysteme sind von entscheidender Bedeutung. Glauben Sie, dass sich die Dinge verbessern, wenn auch nur langsam? Ich hoffe es. Das Bewusstsein wächst, und das ist ein Anfang. Lassen Sie uns weiterhin auf Veränderungen drängen. Jede Stimme zählt. Lektion 5, nächste Schritte. Das ist vielversprechend. Was ist der nächste Schritt im Plan? Wir planen, diese Ideen ab nächsten Monat umzusetzen. Das ist großartig. Benötigen Sie Hilfe beim
Wir könnten etwas Unterstützung bei Schulung und Kommunikation gebrauchen. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Lassen Sie uns ein Treffen vereinbaren, um die Details zu besprechen. Perfekt. Ich schicke dir später heute eine Einladung. Hört sich gut an. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich auch. Dies könnte für alle Beteiligten einen großen Unterschied machen. Machen wir es möglich. Teamwork lässt den Traum wahr werden. Lektion 6: Familienbeziehungen. Personen, die mit ihren Brüdern oder Schwestern verheiratet sind, sind ihre Schwager oder Schwägerinnen. Das ist richtig. Es ist interessant, wie sich die familiären Bindungen mit der Zeit erweitern. Haben Sie Schwager oder Schwägerinnen? Ja, der Ehemann meiner Schwester ist mein Schwager. Er ist großartig. Das ist schön. Familientreffen müssen Spaß machen, wenn alle zusammen dabei sind. Sie sind. Es herrscht immer eine lebendige und liebevolle Atmosphäre. Glauben Sie, dass diese Beziehungen so eng sind wie Blutsverwandte? Es kommt darauf an, aber sie können mit Mühe und Sorgfalt genauso stark sein. Das ist ein guter Punkt. Familie ist das, was man daraus macht. Lektion 7: Gleichgesinnte treffen. Das ist fantastisch. Es ist immer schön, Gleichgesinnte zu treffen. Welche anderen Hobbys oder Interessen haben Sie? Ich liebe Wandern und Fotografieren. Draußen sein und Momente festhalten ist meine Leidenschaft. Das ist erstaunlich. Ich habe mich auch mit der Fotografie beschäftigt. Haben Sie einen Lieblingsort zum Fotografieren? In der Nähe gibt es einen See mit atemberaubenden Sonnenuntergängen. Es ist meine Anlaufstelle für Inspiration. Ich muss es mir ansehen. Vielleicht könnten wir irgendwann zusammen gehen. Das würde mir gefallen. Es macht immer mehr Spaß, mit jemandem auf Entdeckungsreise zu gehen, der die gleichen Interessen teilt. Absolut. Lasst uns bald einen Tagesausflug planen. Klingt perfekt. Ich bringe meine Kamera mit und wir können daraus ein kreatives Abenteuer machen. Ich freue mich schon darauf. Das wird so viel Spaß machen. Lektion 8: Die Klasse von 1992. Selbst die beste Revolution kann schiefgehen, wenn wir die Einstellungen, die wir bekämpfen, verinnerlichen. Das ist eine starke Aussage. Mit dieser Lektion im Hinterkopf schließt der Jahrgang 1992 seinen Abschluss ab. Es ist eine Erinnerung daran, dass Veränderungen ständige Reflexion und Anstrengung erfordern. Glauben Sie, dass Sie diese Einstellung in Ihre zukünftigen Unternehmungen übernehmen werden? Ich hoffe es. Wenn das Leben hektisch ist, verliert man leicht den Blick für das große Ganze. Wahr. Aber wenn Sie auf dem Boden bleiben, können Sie einen echten Unterschied machen. Es ist inspirierend zu sehen, dass sich eine Generation ihrer Auswirkungen so bewusst ist. Absolut. Mal sehen, wie Sie die Welt in den kommenden Jahren prägen. Wenn Sie Ihren Werten treu bleiben, ist die Zukunft in guten Händen. Lektion 9: Wettervorhersage. Der Wetterbericht sagt vielleicht, dass es windig sein wird, es könnte aber auch eine leichte Brise wehen. Das stimmt. Vorhersagen sind nicht immer genau, insbesondere bei Wind. Glauben Sie, dass es besser ist, sich auf das Schlimmste vorzubereiten oder auf das Beste zu hoffen? Ein bisschen von beidem. Für alle Fälle bringe ich immer eine Jacke mit,
aber ich bleibe optimistisch. Gute Strategie. Was ist dein Lieblingswetter? Ich liebe sonnige Tage mit einer leichten Brise. Perfekt für den Aufenthalt im Freien. Ebenfalls. Es ist die ideale Balance aus Wärme und Komfort. Hoffen wir, dass die Vorhersage falsch ist und wir einen perfekten Tag bekommen. Daumen drücken. Wie auch immer, wir werden das Beste daraus machen. Lektion 10. Das Goldstaubopfer. Er sprang in den See und blieb im Wasser, bis der Goldstaub abgewaschen war. Das ist faszinierend. Es galt als Opfergabe an die Geister, oder? Ja, es war eine Möglichkeit, Dankbarkeit zu zeigen und um Segen zu bitten. Glauben Sie, dass solche Rituale auch heute noch eine Bedeutung haben? Für einige definitiv. Traditionen verbinden uns mit unseren Wurzeln und Überzeugungen. Es ist schön, wie Kulturen diese Praktiken über Generationen hinweg bewahren. Absolut. Sie erinnern uns an die Werte und Geschichten, die uns prägen. Ich würde gerne mehr über Rituale aus verschiedenen Kulturen erfahren. Ich auch. Es ist ein Fenster in die Seele einer Gemeinschaft. Lektion 11. Lebensverändernde Erfahrung. Hey, ich habe gehört, dass du kürzlich ein lebensveränderndes Erlebnis hattest. Was ist passiert? Ja, ich habe einen Solo-Ausflug in die Berge gemacht. Es war transformativ. Das klingt unglaublich. Was hat es so besonders gemacht? Das Alleinsein in der Natur hat mir geholfen, über meine Ziele nachzudenken und Klarheit zu gewinnen. Das ist erstaunlich. Meinst du, jeder sollte so etwas ausprobieren? Absolut. Es ist eine Chance, abzuschalten und sich wieder mit sich selbst zu verbinden. Vielleicht plane ich bald so eine Reise. Irgendwelche Tipps für einen Neuling? Fangen Sie klein an, bleiben Sie sicher und genießen Sie die Einsamkeit. Es lohnt sich. Danke für den Rat. Ich bin gespannt, wohin es mich führt. Lektion 12. Fahrgemeinschaftsabenteuer. Wir können Fahrgemeinschaften bilden oder eine malerische Zugfahrt unternehmen. Was denken Sie? Ich bevorzuge Fahrgemeinschaften. Es wird flexibler und macht mehr Spaß. Guter Punkt. Wir können jederzeit anhalten und unterwegs die Gegend erkunden. Genau. Außerdem sparen wir Kosten und reduzieren unseren CO2-Fußabdruck. Das ist eine Win-Win-Situation. Sollten wir noch ein paar Freunde einladen, mitzumachen? Klar, je mehr, desto besser. Dadurch wird die Reise noch angenehmer. Ich werde mich bei allen erkundigen und die Route planen. Perfekt. Machen wir daraus einen unvergesslichen Roadtrip. Vereinbart. Das wird ein unvergessliches Abenteuer. Lektion 13. Lokale Sehenswürdigkeiten. Haben Sie Empfehlungen für lokale Sehenswürdigkeiten? Ja, es gibt viele beliebte Orte in der Nähe. Der Botanische Garten ist ein Muss. Das hört sich wunderbar an. Was ist sonst noch einen Besuch wert? Es gibt ein historisches Museum und einen wunderschönen Park am Wasser. Ich werde diese zur Liste hinzufügen. Gibt es dort in der Gegend gute Restaurants? Definitiv. Am Park gibt es ein Café mit fantastischem Gebäck. Perfekt.
Planen wir einen Tag ein, um die Gegend zu erkunden und zu genießen. Klingt nach einer tollen Idee. Ich werde meine Kamera für ein paar Fotos mitbringen. Das wird ein toller Ausflugstag. Lektion 14: Vorwärts gehen. Der Vorschlag sieht solide aus. Lasst uns damit weitermachen. Vereinbart. Ich freue mich über Ihr Feedback und Ihre Vorschläge. Teamwork lässt den Traum wahr werden, oder? Absolut. Gemeinsam können wir dieses Projekt zum Erfolg führen. Was ist der nächste Schritt? Sollten wir ein Treffen mit dem Team vereinbaren? Ja, lassen Sie uns die Details festlegen und Aufgaben zuweisen. Ich versende Einladungen und bereite eine Tagesordnung vor. Perfekt. Lassen Sie uns den Schwung beibehalten. Das wird für uns von entscheidender Bedeutung sein. Lektion 15: Steambootgeschichten. Bei der Arbeit auf einem Dampfschiff habe ich tatsächlich etwas Faszinierendes beobachtet. Wirklich? Was war es? Diese Geschichte vermittelt dem Leser ein lebendiges Bild, nicht wahr? Ja, das tut es. Ich sah, wie sich der Fluss im Laufe der Jahreszeiten veränderte, und es war, als würde ich die Kunst der Natur beobachten. Das klingt unglaublich. Haben Sie Fotos oder Notizen gemacht? Das habe ich getan. Ich habe ein Tagebuch geführt, um die Details und meine Gedanken festzuhalten. Das ist eine großartige Möglichkeit, Erinnerungen zu bewahren. Haben Sie Ihre Beobachtungen mit anderen geteilt? Noch nicht, aber ich denke darüber nach, ein Buch oder einen Blog über meine Erfahrungen zu schreiben. Du solltest. Die Leute würden gerne etwas über das Leben auf einem Dampfschiff hören. Danke für die Ermutigung. Vielleicht fange ich bald mit der Ausarbeitung an. Lektion 16: Pflicht der Jury. Wurde Ihnen schon einmal gesagt, wie lange eine Verhandlung ungefähr dauern könnte? Ja, aber da Geschworene normalerweise nicht bezahlt werden, möchten viele einer Auswahl lieber entgehen. Das ist verständlich. Es kann eine große Verpflichtung sein, insbesondere für Berufstätige. Wahr. Glauben Sie, dass das System die Geschworenen besser entlohnen sollte? Definitiv. Dies würde den Prozess fairer und zugänglicher machen. Ich stimme zu. Die Mitarbeit in einer Jury ist eine wichtige Bürgerpflicht, sollte aber keine finanzielle Belastung darstellen. Vielleicht könnten Sie Stipendien oder flexible Zeitplanung anbieten, um es einfacher zu machen. Das ist eine tolle Idee. Es würde mehr Menschen zur Teilnahme ermutigen. Hoffen wir, dass sich das System weiterentwickelt, um Juroren in Zukunft besser zu unterstützen. Lektion 17: Besondere Geschenke. Ja, wir wollten etwas Besonderes und Bedeutsames für diesen Anlass. Ich bin mir sicher, dass Ihr Freund den Gedanken und die Mühe, die Sie hineingesteckt haben, zu schätzen weiß. Ich hoffe es. Wir haben viel Zeit damit verbracht, das perfekte Geschenk auszuwählen. Was hast du am Ende bekommen? Ein maßgeschneidertes Kunstwerk, das Ihre Persönlichkeit und Interessen widerspiegelt. Das klingt erstaunlich. Personalisierte Geschenke hinterlassen immer einen bleibenden Eindruck. Genau. Es geht nicht nur um den Artikel, sondern auch um die Stimmung dahinter. Sie haben mich dazu inspiriert, kreativer über das Schenken nachzudenken. Ich bin froh. Es geht darum, den Moment unvergesslich zu machen. Lektion 18: George Washington Carver.
Nach seinem Abschluss setzte George Washington Carver seine Ausbildung in einer nahegelegenen Stadt fort. Das ist beeindruckend. Was lernte er als nächstes? Er konzentrierte sich auf Landwirtschaft und Wissenschaft, was zu seiner lebenslangen Leidenschaft wurde. Seine Arbeit hat die landwirtschaftlichen Praktiken revolutioniert, nicht wahr? Ja, er führte die Fruchtfolge ein und entwickelte Hunderte von Verwendungsmöglichkeiten für Erdnüsse und Süßkartoffeln. Er war wirklich ein Pionier. Glauben Sie, dass sein Vermächtnis heute noch relevant ist? Absolut. Seine Innovationen wirken sich weiterhin auf Landwirtschaft und Nachhaltigkeit aus. Es ist inspirierend zu sehen, wie das Engagement einer Person einen solchen Unterschied machen kann. Seine Geschichte erinnert uns an die Kraft von Bildung und Ausdauer. Lektion 19: Kaffee ran. Ja, unsere Kaffeebohnen gehen zur Neige. Okay, ich werde auf dem Heimweg unbedingt welche mitnehmen. Danke. Wissen Sie, welche Marke wir normalerweise bekommen? Die dunkle Rüstung, oder? Ich schnappe mir das, es sei denn, du möchtest etwas Neues ausprobieren. Bleiben wir vorerst bei der dunklen Rüstung. Es ist unser Favorit. Habe es. Sollte ich mir noch etwas anderes besorgen, während ich im Laden bin? Vielleicht etwas Sahne, wenn wir unterwegs sind. Ich werde es überprüfen und Ihnen Bescheid geben. Hört sich gut an. Ich sorge dafür, dass wir für die Woche voll ausgestattet sind. Du bist ein Lebensretter. Kaffee ist in diesem Haushalt unverzichtbar. Lektion 20: Zeitmanagement. Haben Sie spezielle Strategien, um produktiv zu bleiben? Ja, ich achte darauf, regelmäßige Pausen einzuplanen und meine Aufgaben zu priorisieren. Das ist klug. Wie entscheiden Sie, worauf Sie sich zuerst konzentrieren? Die wichtigsten oder herausforderndsten Aufgaben erledige ich früh am Tag. Das macht Sinn. Nutzen Sie irgendwelche Tools oder Apps, um organisiert zu bleiben? Ich verwende einen Planer und eine Aufgabenverwaltungs-App, um den Überblick zu behalten. Das sollte ich versuchen. In letzter Zeit fällt es mir schwer, den Überblick zu behalten. Es braucht etwas Übung, aber es hilft wirklich. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Tipps benötigen. Danke. Ich werde es versuchen und sehen, wie es läuft. Lektion 21: Möbeleinkauf. Wir könnten bei einem örtlichen Möbelhaus beginnen. Sie haben eine große Auswahl an Möglichkeiten. Das ist eine tolle Idee. Wissen Sie, ob dort Ausverkäufe stattfinden? Ich glaube, Sie haben einen saisonalen Ausverkauf. Es ist die perfekte Zeit zum Einkaufen. Wonach suchst du? Eine neue Couch oder etwas Kleineres? Eine neue Couch, aber ich bin offen für andere Stücke, wenn mir etwas ins Auge fällt. Lassen Sie uns eine Liste mit dem erstellen, was wir brauchen, bevor wir losfahren. Es wird uns helfen, konzentriert Guter zu bleiben. Plan. Ich werde auch den Platz ausmessen, um sicherzustellen, dass alles passt. Perfekt. Das wird ein produktiver Einkaufsbummel. Ich bin gespannt, was wir finden. Machen wir unseren Raum noch besser. Lektion 22: Nachhaltigkeitsbemühungen. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit ist die Reduzierung von Abfall. Das stimmt. Wir können damit beginnen, mehr zu recyceln und wiederverwendbare Produkte zu verwenden. Genau.
Kleine Änderungen können im Laufe der Zeit einen großen Unterschied machen. Denken Sie, dass auch Unternehmen mehr Verantwortung übernehmen sollten? Definitiv. Sie verfügen über die Ressourcen, um groß angelegte Veränderungen umzusetzen. Es ist ermutigend zu sehen, dass einige Unternehmen umweltfreundliche Praktiken übernehmen. Ja, aber es gibt noch viel zu tun. Lassen Sie uns unseren Teil dazu beitragen und andere ermutigen, sich der Bewegung anzuschließen. Vereinbart. Für einen gesünderen Planeten zählt jede Anstrengung. Lektion 23: Vertrauen aufbauen. Nun ja, ich habe mit kleinen Schritten angefangen und regelmäßig geübt. Es hat mit der Zeit mein Selbstvertrauen gestärkt. Das ist ein toller Ansatz. Welche Schritte haben Sie unternommen? Ich habe mir erreichbare Ziele gesetzt und jeden noch so kleinen Meilenstein gefeiert. Das ist klug. Es ist wichtig, die Fortschritte auf dem Weg anzuerkennen. Genau. Es hat mich motiviert und mich auf das große Ganze konzentriert. Haben Sie Tipps für jemanden, der gerade erst anfängt? Fangen Sie klein an, bleiben Sie konsequent und haben Sie keine Angst, um Hilfe zu bitten. Danke für den Rat. Ich werde das im Hinterkopf behalten, wenn ich an meinen eigenen Zielen arbeite. Du hast das. Gehen Sie einfach Schritt für Schritt vor. Lektion 24: Hotel Business Center. Entschuldigung, können Sie mir beim Business Center helfen? Natürlich, wofür benötigen Sie Hilfe? Ich muss einige Dokumente ausdrucken und meine E-Mails überprüfen. Ist das Zentrum jetzt geöffnet? Ja, es ist 24 Stunden geöffnet. Dort finden Sie Computer, Drucker und kostenloses WLAN. Das ist großartig. Benötige ich einen Schlüssel oder einen besonderen Zugang? Nein, gehen Sie einfach in den zweiten Stock, dort ist es die erste Tür auf der linken Seite. Danke. Gibt es eine Begrenzung, wie lange ich die Einrichtungen nutzen kann? Gar nicht. Sie können es gerne so lange verwenden, wie Sie es benötigen. Großartig. Du warst sehr hilfreich. Ich werde jetzt dorthin gehen. Lektion 25: Visum bei der Einwanderung. Ich muss mein Visum am Einwanderungsschalter überprüfen. Oh, in Ordnung. Ich hoffe, dass bei dir alles reibungslos verläuft. Danke. Ich habe alle meine Dokumente bereit und bin daher zuversichtlich. Das ist gut. Wissen Sie, wie lange der Vorgang normalerweise dauert? Es kommt darauf an, aber ich habe gehört, dass es schnell gehen kann, wenn alles in Ordnung ist. Ich drücke dir die Daumen, es ist ein Kinderspiel für dich. Reisen Sie beruflich oder privat? Ein bisschen von beidem. Ich freue mich darauf, nach meinen Meetings die Stadt zu erkunden. Das klingt nach einer tollen Balance. Gute Reise und viel Spaß. Danke. Ich werde Sie wissen lassen, wie es weitergeht. Lektion 26: Der mächtige Fluss. Wussten Sie, dass dieser Fluss etwa 3700 Kilometer durch 10 Staaten fließt? Das ist unglaublich. Wo lässt es schließlich sein Wasser und seinen Schlamm ab? Es mündet in den Golf von Mexiko und bildet dabei ein riesiges Delta. Ich habe gehört, dass das Delta reich an Wildtieren und Ökosystemen ist.
Ja, es ist ein lebenswichtiger Lebensraum für viele Arten und unterstützt die lokale Gemeinschaft. Es ist erstaunlich, wie Flüsse das Land und das Leben um sie herum prägen. Absolut. Sie sind wie die Adern der Erde und transportieren Leben, wohin sie auch gehen. Wir sollten eines Tages einen Ausflug planen, um diesen Fluss zu sehen. Das ist eine tolle Idee. Es wäre ein unvergessliches Erlebnis. Lektion 27. Pläne für eine Dinnerparty. Hallo, wie läuft dein Tag? Ziemlich gut. Ich plane für dieses Wochenende eine Dinnerparty. Das hört sich lustig an. Was steht auf der Speisekarte? Ich denke darüber nach, eine Mischung aus italienischen und mediterranen Gerichten zuzubereiten. Lecker. Laden Sie viele Leute ein? Nur eine kleine Gruppe enger Freunde. Ich möchte, dass es gemütlich und entspannt ist. Das ist großartig. Benötigen Sie Hilfe bei den Vorbereitungen? Eigentlich könnte ich beim Aufstellen des Tisches und der Dekoration Hilfe gebrauchen. Zählen Sie auf mich. Es wird ein toller Abend. Lektion 28. Hotels online buchen. Hallo, haben Sie schon einmal ein Hotel online gebucht? Ja, das habe ich. Es ist ziemlich praktisch. Wobei benötigen Sie Hilfe? Ich plane eine Reise und möchte sicherstellen, dass ich den richtigen Ort wähle. Normalerweise lese ich Bewertungen und schaue mir die Fotos an, bevor ich buche. Das ist eine gute Idee. Haben Sie Lieblingswebsites oder Apps? Ich verwende ein paar zuverlässige. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen die Links zusenden. Das wäre großartig. Ich möchte sicherstellen, dass ich das beste Angebot bekomme. Definitiv. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Tipps benötigen. Danke. Du warst eine große Hilfe. Lektion 29. Den Hügel hinauffahren. Mir ist klar, dass ich jetzt den Hügel hinauffahren muss. Ich weiß, dass ich müde sein werde, wenn ich oben ankomme. Es ist hart, aber die Aussicht oben wird es wert sein. Wahr. Habt ihr Tipps, um den Aufstieg zu erleichtern? Passen Sie Ihr Tempo an und machen Sie bei Bedarf Pausen. Flüssigkeitszufuhr ist ebenfalls wichtig. Guter Rat. Ich bringe eine Wasserflasche und ein paar Snacks mit. Du hast das Denken Sie daran, wie stolz Sie sein werden, wenn Sie oben angekommen sind. Darauf konzentriere ich mich. Es geht nur um die Reise, oder? Genau. Genießen Sie die Fahrt und feiern Sie Ihren Erfolg. Danke für die Ermutigung. Ich werde Sie wissen lassen, wie es weitergeht. Lektion 30. Supermarktzeit. Ich weiß, dass der Gang zum Supermarkt ziemlich zeitaufwendig sein kann. Es kann wirklich. Haben Sie eine Strategie, um es schneller zu machen? Ich mache eine Liste und halte mich daran. Es hilft mir, konzentriert zu bleiben. Das ist klug. Ich versuche auch außerhalb der Hauptverkehrszeiten dorthin zu gehen, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Guter Tipp. Haben Sie Lieblingsbereiche oder Produkte? Ich liebe die Abteilung für frische Produkte. Es ist immer so bunt und inspirierend. Ebenfalls. Ich könnte Stunden damit verbringen, einfach nur das Obst und Gemüse zu durchstöbern. Lasst uns irgendwann gemeinsam einen kurzen Ausflug planen.
Es wird mehr Spaß machen. Das hört sich großartig an. Wir machen es effizient und angenehm. Lektion 31. Glaube an dich selbst. Ich freue mich darauf, morgen meine neuen Kollegen kennenzulernen. Ich hoffe, ich mache einen guten Eindruck. An sich selbst glauben. Sie kommen mit allem zurecht und ich bin mir sicher, dass Sie die Zusammenarbeit mit Ihnen lieben werden. Danke für die Ermutigung. Ich möchte einfach nicht nervös oder unsicher wirken. Sei einfach du selbst. Die Menschen schätzen Authentizität mehr als alles andere. Das stimmt. Ich werde versuchen, mich zunächst darauf zu konzentrieren, Ihnen zuzuhören und etwas über Sie zu lernen. Das ist ein toller Ansatz. Es zeigt, dass Sie interessiert und offen für den Aufbau von Verbindungen sind. Ich werde auch ein paar Fragen vorbereiten, um das Gespräch am Laufen zu halten. Perfekt. Du hast das Atmen Sie einfach tief ein und denken Sie daran, wie fähig Sie sind. Ich fühle mich jetzt viel besser. Ihre Unterstützung bedeutet mir sehr viel. Lektion 32. Telefonetikette. Ich verstehe nicht, warum manche Leute denken, es sei in Ordnung, am Telefon unhöflich zu sein. Ich stimme zu. Sie sollten die Person am Telefon genauso behandeln, wie Sie sie persönlich behandeln würden. Genau. Höflichkeit und Respekt machen das Gespräch viel angenehmer. Es ist auch wichtig, aufmerksam zuzuhören und nachdenklich zu antworten. Ich versuche immer ruhig zu bleiben, auch wenn die andere Person frustriert ist. Das ist ein toller Ansatz. Wenn Sie professionell bleiben, können Sie oft angespannte Situationen entschärfen. Ich denke, es geht darum, sich daran zu erinnern, dass am anderen Ende der Leitung eine echte Person steht. Absolut. Ein wenig Freundlichkeit kann viel bewirken, insbesondere in der Kommunikation. Ich werde das beim nächsten Telefonat im Hinterkopf behalten. Lektion 33. Umweltfreundlicher Transport. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich meinen CO2-Fußabdruck reduzieren kann. Das ist großartig. Sie können versuchen, statt dem Auto öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad zu nutzen. Ich habe angefangen, mit dem Bus zur Arbeit zu fahren, und es war überraschend praktisch. Das ist großartig. Jede kleine Änderung macht einen Unterschied für die Umwelt. Ich habe auch darüber nachgedacht, mir für kürzere Strecken ein Fahrrad anzuschaffen. Radfahren ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch eine tolle Möglichkeit, aktiv zu bleiben. Wahr. Es ist eine Win-Win-Situation für meine Gesundheit und den Planeten. Für längere Fahrten können Sie auch Fahrgemeinschaften oder Elektrofahrzeuge in Betracht ziehen. Das sind tolle Vorschläge. Ich werde diese Optionen auf jeden Fall erkunden. Lektion 34. Technologie-Setup. Sind Sie gut im Umgang mit Technik? Ich glaube schon. Es ist heutzutage unerlässlich. Wahr. Wobei benötigen Sie normalerweise Hilfe? Das Einrichten neuer Geräte kann manchmal schwierig sein. Ich stimme zu. Was ist Ihre neueste technische Herausforderung? Wir müssen die entsprechenden Apps herunterladen. Ja, und befolgen Sie die Einrichtungsanweisungen sorgfältig. Genau. Es kann frustrierend sein, wenn Sie einen Schritt verpassen. Es ist immer gut, noch einmal nachzuschauen.